war auch dann erstmal ein kleiner Schock in der Band und haben uns aber dann doch relativ schnell wieder gefangen, haben gesagt, was machen wir weiter, hören wir auf. Die Frage war eigentlich relativ schnell beantwortet, ob wir weitermachen und haben dann einen Sänger gesucht. Ich habe früher bei Divine Genocide gespielt, wurde dann auch im Jahre 2000 mal von Husky und vom Vater auf ein Konzert eingeladen. S-Fix haben in Koblenz gespielt mit Warhammer und wir waren halt Vorband damals, Divine Genocide. Und ja, und dann im Jahre 2001 war es dann so, dass beide Gitarristen bei uns ausgestiegen sind, aus studientechnischen Gründen. Und der andere hat halt in Köln eine Lehre angefangen und hatte auch keine Zeit mehr. Ja, eine Woche später hat Husky mich auch angerufen und meinte, willst du nicht mal bei Disaster ein bisschen brüllen, ob das funktioniert? Und ich habe gesagt, machen wir. Ja, und kamen dann in den Proberaum, haben dann schon angefangen zu proben. Einstellungen waren damals noch von Olli im Mischpult drin, also die Gesangseinstellungen. Ja, der Kerl brüllt das erste Mal ins Mikro und was ist, bam, ist sag mal eine Box zerfetzt. Ja. Und da haben wir schon gemerkt, okay, der hat gut Power in der Stimme, der muss hin. Ja. Und dann auch menschlich und so hat das einfach alles gut gepasst. Ja. Seitdem haben wir den scheiß Eifeler bei uns in der Band. Koblenz ist auch ganz schön, aber bei uns in Brünn ist noch ein schöneres Städtchen wie Koblenz. Und ja, ich habe halt dann 110 Kilometer Anreise hier zu proben, aber habe ich natürlich gerne auf mich genommen. Und danach war eigentlich direkt klar, Mensch, hier, das machen wir jetzt, das ziehen wir jetzt durch. Ne? Wir hatten ja auch schon ein nächstes Konzert anstehen, ne? Ein besonderes Konzert sogar, der 100. Gig. Ja, also 100 Mal Disaster gab es da live auf der Bühne zu bewundern. Bei uns quasi vor der Haustür im Hot in Koblenz. Hatten damals noch die Idee, weil ja Olli Okkulto ausgestiegen ist, dass wir Wannes vom Panther fragen, ob er die Vocals übernimmt, solange bis wir einen neuen Sänger hatten. Wannes war auch dann einmal da zum Proben. Und dann hat sich das aber mit Guido rauskristallisiert und dann haben wir trotzdem Wannes gefragt, ob wir auf dem Konzert. Er hat ja 3 Lieder gesungen. Genau. Ja, genau. 3 Lieder stehen. Man muss auch sagen, also nach 2001 ging es auch richtig ab mit der Band. Also wir haben dann mehr Konzerte im Ausland bekommen. Vorher waren ganz viele selbstorganisierte Sachen dabei, wo wir quasi auf Veranstalter zugegangen sind, gefragt haben, hier können wir mal bei euch spielen. Ab 2001 hat sich ein bisschen so gewandelt, hat sich gedreht. Ne? Wir haben am Anfang aus dem Ausland gekriegt. Wir haben die Tour mit Holy Moses, genau, das war unsere erste und einzige richtig große, ausgedehnte Tour, sagen wir mal so, ne? Wo man dann 3 Wochen... Bruchstein Records. Hieß das Bruchstein Records oder Bruchstein? Mit Jörg Bruchstein. Bruchstein, ja, genau. Man hat gemerkt, dass man 4 Wochen lang am Stück zwar trinken kann, das aber nicht wirklich fördernd für den Körper ist. Und musikalisch wird es auch nicht besser. Musikalisch wurde es auch nicht besser. Nee, also man merkt schon, man kriegt Routine auf der Bühne und kann auch mit 5 Promille noch spielen. Ja, aber er spielt ja immer dieselben Songs eigentlich und die gehen dann wirklich so schon locker von der Hand. Ne? Ich meine, das ist bei uns auch immer eine Energiesache. Ne? Wenn uns die Energie stimmt, ist alles gut. Da können mal 10 Spielfehler drin sein. Das ist nicht so wichtig. Die Energie muss halt da sein. Und das Nur ist genau diese Routine, die gefällt mir halt nicht. Genau. Ne? Also ich persönlich möchte das nicht so auf die Bühne gehen und das ist halt der Dayjob. Ja? Und ich schüttel dann die Riffs aus dem Ärmel und gehe da wieder runter. Und nee, das ist es nicht. Weil der Auftritt an sich ist immer das, wofür man eigentlich unterwegs ist. Ja? Und das sollte das Wichtigste sein und darauf sollte man hinarbeiten. Aber soll er doch mal auf der anderen Seite noch sehen, man muss sowas mal gemacht haben, um sowas sagen zu können. Richtig. Halt, ja. Dass halt uns der Gig an sich wichtiger ist, wie 20 Mal auf der Bühne zu stehen und einfach unser Geld zu verdienen, was wir eh nicht kriegen. Ist einfach viel, und uns bedeutet das halt viel mehr, auf der Bühne zu stehen und unsere Kunst darzubieten. Ja, genau. Also es ist halt für mich auch sehr wichtig, dass es einfach so ein bisschen Ritual bleibt. Muss ich persönlich sagen, also mir persönlich gefallen kleine Underground-Konzerte viel besser, weil man einfach besseren Kontakt zum Publikum halt auch hat. Bei so einem großen Festival hast du diese Absperrungen zum Publikum und
der Funke springt nicht so richtig über. Also du kannst den Leuten nicht in die Augen gucken, ob die irgendwie gucken oder so, das sieht man gar nicht. Das ist halt die Scheiße bei so großen. Deshalb lieber kleine Dinger wie hier da zum Beispiel, das macht uns mehr Spaß. Wir haben also ziemlich viel gespielt, das erste Jahr, wo ich also eingestiegen bin, und haben natürlich auch dann schon Songs vorbereitet. Es standen schon 3 oder 4 Songs, musikalisch, wo ich eingestiegen bin. Unser damaliger Plattenboss, der Costa, hat auch für Nighthawk dann einen Text geschrieben. Ja, mein erster Text, mein Jungfrauentext war dann für Divine Blasphemies, für den Titelsong. Ja, und die Platte kam dann 2002 raus und war halt meine erste LP, die ich dann so wirklich aufgenommen habe, und bin ich auch noch sehr stolz drauf, und ich mag die Platte sehr, sehr gerne. Ja, was man noch sagen muss, ist hier bei Divine war halt, wie er schon gesagt hat, 4 Songs waren schon fertig, der Rest wurde mit ihm zusammengeschrieben. Wir haben einen Divine Genocide. 2 Divine Genocide. 2 Shadowwinds haben wir Bonus. also wir haben halt Necrolord und Shadowwinds von Divine Genocide ein bisschen umarrangiert, ein bisschen desasterisiert. Ja, einfach diese Bindung zu schließen zwischen Divine und Divine Genocide und Disaster, um zu sagen, das ist unser neuer Sänger und mit dem haben wir jetzt bis zum bitteren Ende. Ja, 2003 dann erstmal Partisan. Immer noch unser Lieblingsfestival, muss man ganz klar sagen. Wir sind Desaster aus Koblenz! So fake! Oh, wie bald! Ja, war natürlich auch eine große Sache, auch für mich gerade dann erstmal Partisan zu spielen, wo ich ja jahrelang Stammgast war. Ja, nach dem schönen Erlebnis ging es dann für uns das erste Mal ab nach Südamerika. Wir sind eingeladen worden von unserem jetzigen brasilianischen Label, Mutilation Records. Und eine lustige Geschichte dazu, früher war ja noch so mit Computer, war ja noch nicht so extrem ausgebreitet. Wie kriegen wir das Geld für die Flüge? Ja, so, und dann habe ich teilweise über Wochen Hefte von denen bekommen, ja, wo immer wieder so 100 Euro, 200 Euro, 80 Euro, ja, habe ich immer, bis der Betrag für die Tickets da war, und dann haben wir die Flugtickets gebucht. Ja. Ursprünglich war der Gedanke halt, der gute Mutilation-Boss wollte einfach Disasterscheiben rausbringen in Brasilien, die also lizenzieren, wollten natürlich aber nichts bezahlen, und das war sowohl Costa von einem Pegasus als auch dem Shrashhammer von Merciless zu wenig, und die haben einfach gesagt, nee, das können wir so nicht machen. So, und dann hieß es dann bringen wir eine Live-Platte von euch raus. Ja, haben wir irgendwann gesagt, gut, eine Live-Platte, was soll man eine Live-Platte rausbringen, bringt ja auch nichts. Und dann meinten die aber, nein, wir nehmen die aber auch in Brasilien auf. Und dann waren wir natürlich ein bisschen heiß drauf und gedacht, okay, ein bisschen Brasilien mal sehen, Brasilien spielen, ganz schöne Geschichte. Und dann sind wir halt wirklich für 5 Tage rüber gejettet, haben den einen Tag gespielt, die Platte aufgenommen,
Was man noch sagen muss dazu ist, wir haben da auch jetzt keine großen Erwartungen gehabt. Wir haben gesagt, okay, wir kommen da hin, spielen da vor 200, 300 Leuten. Die bei uns in Deutschland. Die bei uns in Deutschland auch. Ja, nix da war. Wir kamen dann in diese Halle rein, haben uns erstmal umgeguckt, wie groß sie doch war. Und dann waren dann auf einmal doch 1000 Tickets verkauft. Und das war dann schon... Da haben wir dann noch ein bisschen Bammel gehabt, als wir auf die Bühne sind. Hat man auch gemerkt bei dem Video. Naja, mussten einen Song neu anfangen und da war da gar nichts mehr ging. Ja, das haben wir dann rausgeschnitten. Ja, Also eine wichtige Anekdote ist noch zum Beispiel, wenn man sich die Platte dann mal über Kopfhörer einhört und hört dann zwischen den Stücken, dann hört man öfters unseren Schlagzeuger mich rufen, so nach dem Motto: Wissmann! Wissmann! Mal langsam, ich hab da gesagt, wach doch! Und das hört man halt auch auf der Live-Platte und das ist natürlich auch sehr geil. Wenn ich mir die mittlerweile anhöre, dann drehe ich zwischen den Liedern immer noch mal ein bisschen lauter, um noch irgendwelchen Scheiß, den wir dazwischen gelabert haben, zu hören. Waren noch sehr nervös alle. Ja. Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich Disaster kennengelernt habe. Das war in Wacken, als Wacken noch Wacken war. Das war in den 90ern, glaube ich. Da saß so eine Gruppe von Metallern an irgendeinem Tisch und die haben mich beschimpft im Vorbeigehen. Und irgendwann, als ich genug Bier drin hatte, bin ich zu dem Tisch gegangen und habe mit dem Dicksten von denen geredet. Und der Dickste hat zu mir gesagt, das ist alles scheiße, was ihr macht. Früher war das mal cool, Rockhard, da habe ich das gelesen. Und jetzt seid ihr nur noch kommerziell und die richtigen Bands kennt ihr gar nicht mehr. Und nur der Albrecht schreibt noch gute Sachen. Und habe ich mich natürlich tierisch aufgeregt, habe gesagt, du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Und dann ist ein Streitgespräch entstanden. Er hatte natürlich nicht Unrecht, aber ich habe dann auch gemerkt, dass Husky, das war ja natürlich der Dicke, mit dem ich das Streitgespräch hatte, dass der mich eigentlich in ein Gespräch verwickeln wollte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, das, was du mir jetzt sagst, das kannst du auch im Magazin sagen. Dann sagt er, das druckt ihr doch sowieso nicht. Wenn unsere Plattenfirma keine Anzeige schaltet, wir kommen doch nie bei euch rein. Da habe ich gesagt, das werde ich dir beweisen. Anzeigen haben bei uns nichts mit Storys zu tun und so weiter. Also, du kannst den ins Heft einkaufen und bei uns wird auch nichts zensiert. Und dann hat Husky richtig vom Leder gezogen. Und als das dann im Heft stand, war er ganz erstaunt, dass das wirklich so im Heft stand. Und ich habe natürlich gemerkt, dass der Typ super ist und dass er eigentlich genau die richtige Meinung hat. Also jeder Satz, den er gesagt hat, hätte ich im Grunde genommen auch unterschreiben können. Naja, und jetzt ist er einer meiner allerbesten Freunde. Dann kam auch unser erstes Rockhard Open Air. Und wir wissen alle nicht mehr so viel davon, weil wir am Vorabend noch ein bisschen gut gebäschert haben. Wir meinen alle, wer samstags gewesen, dafür gespielt haben, um quasi direkt als erste Band, wir hatten doch noch eine Band vorher irgendwie, die noch eingesprungen sind oder was. Wir waren die zweite Band. Ja. Und das Einzige, was ich noch von dem Konzert weiß, ich meine, wenn man in dem Amphitheater in Gelsenkirchen spielt, ist einfach dieser Ausblick ist sensationell. Ja, du hast nur Ränge vor dir und waren noch schon ziemlich viele Leute da damals. Und ich kann mich schon an den einen Typ erinnern, der ein Koblenz-Schild hochgehalten hat, das will ich niemals vergessen. Hat sich im Nachhinein rausgestellt, war der Sänger von Ras Dorn übrigens. Koblenz, genau. Koblenz mit 2 U. Und von dem Konzert selber weiß ich gar nichts mehr, weil das ist irgendwie, waren wir alle ein bisschen... Waren sie schon wieder ziemlich gut. Ja. Habe ich auch zum ersten Mal den Herrn Reisnauer getroffen. Nichts, ihr seid nichts. Ohne Dark Angel werdet ihr nichts. Der damals auch schon bei Metal Blade gearbeitet hatte und hat uns dann um Rockhard gefragt, ob wir Interesse hätten, vielleicht bei Metal Blade zu unterschreiben. Darkness Descends, trägst Desaster da. Alle mindestens mit 3 Atü im Backstage-Bereich gesessen irgendwie und er hat uns dann ein bisschen verglichen mit, dass wir eine scheiß Dark Angel Coverband wären. Und aber ihr seid einfach nur eine blöde Coverband. Der Absinth sowieso nur bei Dark Angel Cloud, weil er gemeint hätte, er wird Absinth heißen, warum auch immer. Das ist der Gitarrist, oder? Nix sagen, der heißt, du bist der Tormentor und das ist der Absinth oder so. Absinth!
Vielleicht ist bei den Badensern sowas nicht ganz in Ordnung im Kopf, aber Ich nehme ihn unter Vertrag. naja, auf jeden Fall im Endeffekt haben wir dann 2005 bei Metal Blade tatsächlich unterschrieben. Aber die mussten lange kämpfen, bis wir uns Mussten lange unterschrieben haben. kämpfen. Die wollten halt auch alles Mögliche von uns haben, aber wir haben denen nicht alles gegeben. Unsere Seele haben wir behalten. Also das meiste Schwarz. Wir haben nur unseren Seele. Körper verkauft. Nur unseren Körper haben wir verkauft, genau. Das wird aber nicht veröffentlicht, oder? Ja, seit 2005 sind wir bei Metal Blade. Zweite Schlüssel holen. Hallo. Hat ein bisschen was von Vater. Vater, so siehst du ungefähr in 5 Jahren aus. Da zeigst du den Messer nicht. Nee. Und dann kam auch unser Metal Blade Debüt, die Angel Hall. Ja, viele unserer Fans, oder nee, sagen wir mal so, es gibt Leute, die lieben die Platte. So allgemein sagen wohl die meisten Leute, Angel Hall wäre keine so gute Disaster-Platte. Allerdings muss ich dem widersprechen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu ausgefeilte Lieder gehabt, ein bisschen zu lang und sonst was, aber sonst ist die Angel Hall natürlich auch eine super Platte mit einem sehr eigenwilligen Sound, sagen wir mal so. Wir haben ein bisschen übersteuert aufgenommen. Also ich denke, dass die Leute, die gemeint haben, ja, Disaster unterschreiben jetzt bei Metal Blade, jetzt wimpen die aus, jetzt haben sie ein großes Label im Rücken. Ich denke, wir haben schon gezeigt, dass das auf gar keinen Fall der Fall ist. Also wir sind genauso Assis wie vorher auch. Ja, das ist unser Toningenieur, der Tonmeister. Bin ich drauf? Welches berühmt sogar? Ja, aber so wie du aussiehst, glaubt uns das eh keiner. Vor allem die Songs waren noch nicht sehr eingängig, wie vielleicht manche Songs vorher. Ja. Wir haben extra eigentlich komplizierte Songs geschrieben, die nicht direkt in den Kopf gehen. Und man braucht halt ein bisschen eine Zeit, um mit dem Album warm zu werden. Ich bin mittlerweile doch, also muss sagen, es ist eins meiner Lieblingsalben mittlerweile sogar. Meine Kopf zu! Mitte des Jahres stand dann die eigentlich dritte Tour an, die wir gefahren haben, mit mehr als 3 Gigs in einer hintereinander. Und war damals mit Jungs von Delirious, da haben wir auch wieder über Bruchstein Holidays gebucht. Waren dann in Ländern unterwegs, mal wie so, was war Kroatien, Serbien, Österreich, Slowenien waren wir. Und waren eigentlich bis auf 2 Gigs war gut besucht. 2 Gigs waren ein bisschen mäßig so. Und gerade mit den Delirious-Jungs hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, weil alles total relaxed war und so. Ja, 2005 war auch wieder Brasilien angesagt. Wieder mit Mutilation Records halt rüber nach Brasilien. Und da stand halt dann neben Brasilien auch noch Kolumbien auf dem Plan und Peru. Genau, Kolumbien und Peru. Und da waren wir 10 Tage unterwegs und sind höllisch oft geflogen. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir gestartet und gelandet sind, aber irgendwie so mit 24 Mal. Liegt natürlich auch daran, dass wir immer über den Drehpunkt São Paulo fliegen mussten. Also immer wieder von manchen Städten zurück und dann wieder, um wieder weiterzukommen. Wohin gehen wir jetzt? I don't know. Warum weißt du sowas nicht? Muss ich das wissen? Na klar, wir gehen jetzt essen und dann was trinken und dann gehen wir schlafen. Ich bin bloß Bassist, ich muss nur hinterherlaufen. Und ja, das war natürlich eine richtige Hammertour. Das hat richtig Spaß gemacht, da mal alles zu sehen und richtig Südamerika zu erleben. Die verrückten Fans da zu sehen. Und Was machen wir gerade? Wir sind in Dresden. Wir sind irgendwie immer in Dresden. Do you know Dresden? Meint ihr Disaster? Have you ever been to Dresden? No? Don't go there. Not that. Can you say hello to the camera? Hello! Hi! Thank you! auch den Stellenwert da zu genießen,
weniger den Desaster da hat, sondern einfach, weil die Rockmusik da einfach noch einen ganz anderen Stellenwert hat. Also ich kann mich noch erinnern, wo wir da abends in Rio gesessen haben. Da sind wir dann abends einfach in Rio in so ein, ja, einfach in eine Straße mit Leuten rein. Und da war eine Musikbox, so eine Single-Musikbox. Und da kam wirklich den ganzen Abend nur AC/DC, aber nur AC/DC mit Bon Scott. Volle Lautstärke. Und volle Lautstärke über die ganze Straße. Wir haben uns halt hingesetzt, haben Bier getrunken und sitzt dann da und du kriegst halt diesen Lifestyle damit. Ne? Nur Gehupe, nur Tausende von Leuten auf der Straße, alle gut gelaunt, nur schöne Frauen, alles, nur High Heels, kurze Röcke, super. Also richtig geil. Wir haben uns richtig wohlgefühlt da. Und ja, wie gesagt, dann viel hin und her geflogen und es war wirklich eine richtig super Tour. Und ja, Mutilation Records haben uns da auch schon ein paar schöne Urlaubstage beschert. Also wir waren dann noch auf verschiedenen Inseln, haben uns da ein paar Sachen angeguckt. Also war sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr lehrreich. Willst du eine Banane? Na, ich will keine. Gab es halt die Ankündigung, wir sollen eine Autogrammstunde geben. Ne? Für uns natürlich rotes Tuch, Autogrammstunde, was soll der Scheiß? Ne? Brauchen wir nicht. Wir gehen in die Leute, wer ein Autogramm haben will, der kriegt eins. Ne? Aber wir haben dann doch verstanden, warum das vielleicht notwendig ist in diesen Ländern, weil ja, Autogrammstunde war angesetzt, wir sind hingefahren, war so ein Einkaufszentrum, sind wir ausgestiegen und sind dann in das Einkaufszentrum rein und auf einmal stehen da so 100, 150 Leute, ja, die schreien und jubeln und ja, es war gar nicht möglich, ohne Security überhaupt da reinzukommen, ne, geschweige denn Autogramme zu geben. Das war wirklich, also da denkt man so, wo sind wir denn jetzt, in welchem Film? Ne? Sind wir jetzt Rockstars auf einmal geworden von heute auf morgen? Desaster! 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 Wir haben Pentacles Under the Black Cross gehört und fanden den Sound alle sehr gut und haben auch Hannes gefragt, so, Hannes, wo habt ihr denn aufgenommen? Und ja, wir haben hier in dem S-Fix Studio bei Harry aufgenommen und haben gesagt, gut, dann gehen wir das Studio mal testen. Wir wollten unbedingt mal so eine Maxi-Single rausbringen, Infernal Voices hieß das Ding nachher. Und dann sind wir halt nach Losser in dieses Studio nach Holland gefahren, ist da Höhe Enschede. Oh, da sind wir in dieses Studio rein und ja, S-Fix haben da aufgenommen, Soulburn, ist auch so die Ecke, wo die Jungs wohl herkommen. Melekesh haben auch da aufgenommen.
So, im Jahre 2007 haben wir die Metal Cruise gespielt. Die ganze Sache entstand damals mit dem damaligen Pächter vom Florenzmarkt und zwei anderen Bekannten im Endeffekt aus einer Bierlaune raus. Wir haben im Florenzmarkt damals gesessen und es kam die Idee, lass uns doch mal ein Konzert machen. Hier in Koblenz ist es mit so Konzerten so eine Sache, weil das liebe Ordnungsamt hier meistens immer den ganzen Leuten eine Strich durch die Rechnung macht, von wegen Lautstärke, Endzeit, was weiß ich alles. Wir haben uns dann damals gedacht, okay, machen wir den ganzen Kram auf dem Wasser, da können die uns nichts, weil da hat das Ordnungsamt nichts zu sagen. So, nach langem Hin und Her haben wir dann noch ein Boot gefunden, dann haben wir gesagt, okay, lassen wir zwei Koblenzer Bands spielen, das waren halt wir und Mel Inquisitor und haben dann auch unsere Kumpels aus Irland eingeladen, Primordial, und haben dann die Metal Cruise gemacht. Der Abend, beziehungsweise das ganze Wochenende war astrein, wir hatten viel Spaß gehabt, auch war alles relaxed und gab keine Probleme und alles. In 2007 stand dann auch noch The Satan Soldier Syndicate an. Die Platte haben wir wieder aufgenommen bei unserem guten Freund Harry in Losser in Holland. Nachdem wir dann die Maxi dort aufgenommen hatten, haben wir uns gedacht, okay, Sound ist geil, machen wir den Rest auch. Wir sind dann im Studio, haben unsere Sachen dann aufgenommen. Ashmedi von Melekesh kam noch, hat noch ein Solo eingespielt. Alan von Primordial und Proscriptor von Absu haben bei Tyrannizer mitgesungen. Wir haben uns dann diesmal für ein Cover von Christopher Wimp entschieden. Hat er auch sehr schön gemacht. Und ja, die ganze Platte sind wir dann ein bisschen anders angegangen. Nachdem Angel Horror dann für unsere Verhältnisse vielleicht sogar ein bisschen progressiv war, das Wort darf man natürlich nicht zu laut in den Mund nehmen, haben wir dann gesagt, wir straffen die Songs noch mal ein bisschen und wollten ein bisschen direktere Songs machen. Das ist uns also mit Satan Soldiers absolut geglückt. Ich bin sehr zufrieden mit der Platte. Ist vielleicht sogar die beste Disaster, die mit mir aufgenommen worden ist, aber nur ist nur meine Meinung. Jeder kann dann natürlich seine eigene Meinung haben, solange er es mir nicht drücken muss. Ja, die Songs sind einfach mehr gestrafft, wieder kürzer, aggressivere Platte, schnellere Platte, kürzere Songs. Ja, ein bisschen was anderes zu Angel Horror. Wir haben ein bisschen was verändert. Stormbringers! Helllighters! Stormbringers! Hellfire is ready to burn! Ja, 2008, noch sehr schön war der Thrash Assault in Würzburg mit Onslaught, At War und mit Sabbath. Und ja, für mich war besonders beeindruckend, der Laden, der war brechend voll. Und ich weiß auch noch, wo wir gespielt haben, da standen die Leute wirklich auf der Theke und auf den Tischen im hinteren Bereich von dem Laden und waren da mit am Bangen und mit am Gehen. Also ich glaube, einer unserer Deutschland-Gigs, wo wirklich richtig die Scheiße am Brodeln war. Also war richtig fett.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also ich stand wirklich irgendwo, der ganze Laden war voll und also ohne Brille sehe ich normalerweise nicht so viel von der Bühne und trotzdem habe ich die Leute da winkend und die Fiste raisen gesehen. War sehr, sehr schön, sehr cooles Ding. Nächste Brasilien-Tour stand mal wieder an. Dieses Mal nur 5 Gigs in Brasilien, wo wir dann aber zwischen den Konzerten, ich glaube nach dem zweiten Gig hatten wir 3 Tage Day Off, was aber geplant war, wo wir halt einfach nur gesagt haben wollen, wir sollen Strand, ein bisschen Urlaub machen und so. Geschichte meinerseits, am zweiten Gig in Curitiba, nach unseren Vorbands haben wir uns fertig gemacht im Backstage-Bereich, sind dann auf der Bühne, kommen auf der Bühne an. Erzähl weiter, lass mich stören. Und da habe ich auch mal festgestellt, dass kein Schlagzeug da war. Es stand außer einer losen Bassdrum und 2 Toms und einer Standtom nichts auf der Bühne. Hatte zur Folge, dass ich das Schlagzeug nicht aufbauen konnte, was da stand. So, und, nach langem Hin und Her und tralala und was weiß ich alles. Irgendwann hat dann die Vorbands haben dann mir die Hardware gegeben und alles. Und habe ich dann wirklich über ein kleines Jazz-Drum-Kit haben wir dann unseren Set runtergespielt, der dann schon um 5 Uhr haben wir angefangen und waren dann aus dem Laden raus, als es schon wieder hell war und war ein ganz schönes Desaster. Ich denke mal, das war ein Kommunikationsproblem, ne? Weil kein Mensch natürlich wie immer Englisch kann in dem Land. Ja? Die haben halt gedacht, okay, so eine Band, die Disaster, die kommen aus Europa, bringen natürlich eine Titanic mit Equipment, ja? Bauen das dann darauf und da kann jeder drüber spielen. Ne? Das war dann leider nicht so und wir waren ja angewiesen, wie gesagt, auf unsere Vorbands, dass wir über deren Equipment spielen können, aber das wurde denen vorher nicht gesagt. Ne? Deswegen haben die ihr Zeug nach dem Auftritt wieder eingepackt und sind teilweise nach Hause gefahren. Wir standen dann da so, okay. Ja, entscheidend war halt noch, wie gesagt, wir sind um 5 Uhr auf die Bühne, 5 Uhr morgens. Alle Fans oder nahezu alle Fans sind da wirklich da geblieben und haben gewartet, bis wir gespielt haben. Ich meine, das war ein Sonntag, also Montagmorgen, um 7 Uhr sind wir aus dem Laden raus. Mussten wahrscheinlich verschiedene Leute auch wieder arbeiten. Dann muss ich mal wirklich sagen, die haben da gestanden, haben ausgeharrt. So was wird hier in Deutschland irgendwann nicht passieren. Die meisten Fans haben auch verstanden, was das Problem ist, ja, warum wir nicht spielen können. Klar, der eine oder andere war sauer, ne, hat ein bisschen randaliert dann auch, aber letztendlich, wie gesagt... Ansonsten im Endeffekt, die Tour ist gut gelaufen, haben da auch viele schöne Konzerte gespielt, haben ein paar schöne Tage am Strand gehabt und war mal wieder super toll, da in Brasilien rumhängen zu können. Eigentlich ohne Ausgaben zu haben, muss man auch mal sagen, ja. Und war aber auch dann unser letztes Mal. Ja. Äh, 2009 war unser 20-jähriges, hatten die Idee, dass wir mal wieder auf einem Boot Konzert organisieren, diesmal halt mit der Verbindung mit unserem Geburtstag und hatten dafür eingeladen unsere Kumpels von Witchburner und die Jungs von Protectors damals noch. Die ganze Sache hat stattgefunden auf der Mosel und ein bisschen auf dem Rhein, im Pure Liner 1. Pure Liner 1. Pure Liner 1. So hieß das Schiff. Ja, das Schiff, genau. Schwuler Name, ja. Und wurde auch wieder ein super Erfolg, wurde gut angenommen, waren viele Leute da, haben eine dicke, fette Aftershow-Party gefeiert im Florenz-Markt, wo wir selber gar nicht hingekommen sind, weil der Laden zu voll war. Wir konnten anfangs auch gar nicht ablegen. Genau, also, weil so viele Leute gekommen sind, damit hat der Kapitän nicht gerechnet. Es war so viel Bier gebunkert und so viele Leute halt auf dem Schiff. Wir kamen nicht vom Fleck.
Wie er es gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Keine Ahnung. Irgendwie ist er weg. War ein super geiler Abend. Ich muss sagen, also da hätten wir wirklich auf Kreuzfahrt gehen können, so 2 Monate lang, um mit jedem zu reden, der da war. Ne? Da waren wirklich Leute, die hat man in den 20 Jahren halt immer wieder getroffen. War ein super Abend und total geil, dass die Ex-Mitglieder mitgemacht haben, fast alle, außer Okuldo. Verhindert war. Logi spielt halt nicht mehr so Schlagzeug halt, ne? Aber er war da. Logi war da. Logi war da auf jeden Fall, genau. Der Alex Arz war da, der Credo Kasi war dabei und Tobi war auch mit am Start. Total geil, mit denen mal wieder auf der Bühne zu stehen und wir hatten Spaß ohne Ende. Wir haben unseren 20-Jährigen auf jeden Fall gebührend gefeiert, kann man sagen. Und, ich weiß kaum noch was davon. Also war es gut. Ich habe das Video gesehen und dachte so, so war das. Ja, dann haben wir irgendwann mal das Angebot bekommen, auf der Loreley zu spielen. Loreley ist so eine Geschichte. Zum einen ist es sehr nah bei uns in der Ecke. Wir kommen da also schnell hin. Zum anderen 85. Venom, Metallica, Running Wild, Warlock, alles da gespielt. Kult. Und wir haben gesagt, wir müssen unbedingt mal auf dieser Bühne spielen. Und veranstaltertechnisch war das halt, okay, aber ja, wir wollten unbedingt halt da zocken und haben gesagt, okay, machen wir diesmal. Haben dann einen kleinen Gig hingelegt, waren noch relativ viele Leute bei uns auf der Bühne, hat viel Spaß gemacht. Den Abgang seht ihr jetzt. Also ich muss sagen, wo ich die Bühne betreten habe, habe ich den Bühnenboden geküsst, weil Venom da gespielt haben mit Metallica und so und das war schon richtig geil. Im August haben wir dann noch wieder mal wieder auf dem Partysang gespielt und diesmal war da für mich was ganz Besonderes, weil an dem Tag, wo wir gespielt haben, war auch mein Geburtstag. Bin dann auch mit einem brennenden Berliner überrascht worden auf der Bühne. Reich beschenkt. Durfte auch 100 Bier dann ausgeben am Bierstand nachts. Da war das reich beschenkt schon wieder, hat sich wieder erledigt. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall auf der Bühne. Wir hatten alles. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Abend. Und war echt was Besonderes für mich, weil wie gesagt Geburtstag auf meinem Lieblingsfestival ein Konzert zu spielen war Wahnsinn. Als wir dann das nächste Konzert spielen sollten in Stuttgart, konnte leider Sataniak nicht teilhaben an dem Konzert wegen seiner Verletzung am Rücken. Und da haben wir unseren Fan Samme gefragt, ob er nicht vielleicht einspringen könnte, weil er alle Songs auswendig kann. Und wir gesagt haben, okay, dann soll er halt kommen. Wir haben ihn einfliegen lassen aus Schweden. Und der hat dann halt das Konzert hier mitgesungen und was auch schon
in 2009 der Fall war, weil damals Herr Seteniak meinte, er müsste von einer 30 cm hohen Mauer springen. 30 cm, da war 3 Meter. 3,80 Meter. Ja, das war so eine heilige Halle, das war nämlich das Problem. Ne? Weil ich nämlich neben den Mönchen im Vatikan gestanden habe und bin da runtergesprungen und habe mir mein Knie verdreht. Also, weil Satan sauer war, dass er nicht noch weiter springen konnte. Also wie gesagt, Summer hat mich bis jetzt 3-mal würdig vertreten und mein Ego würde normalerweise auch nicht zulassen, andere Leute dann auf die Bühne zu lassen. Aber Summer ist ein Hardcore-Fan und ein sehr guter Kollege und Freund. Der darf das dann natürlich, ausnahmsweise. To be on stage to be on stage for Disaster 3 times was really big honor that they asked me, and it was not a lifelong dream that I had to sing with them. It was just when they were calling, I answered. But it was a really good experience. Aber ich merke schon, also wenn ich jemand anders auf der Bühne habe, wie jetzt die komischen 3 anderen Idioten da, ne, dann merke ich schon, da ist ja Feeling mit da. Ne? Also Summer hat einen guten Job gemacht bei den 3 Gigs, ne? Aber ich habe gemerkt, so, das richtige Feeling kommt nicht rüber. Ne? Also ich persönlich fühle mich auf der Bühne dann nicht richtig wohl. Es hat halt schon dieses familiäre gefehlt auf der Bühne, was immer da ist. Wir haben uns auch nachher halt auch geeinigt darüber, dass wir halt dann keinen mehr setzen wollen und dann halt Gigs auch ausfallen lassen sollen. Aber hier für den Fall war es natürlich sehr gut, weil die Konzerte waren zugesagt und da sagt man sowas halt dann nicht mehr. Man will ja die Fans nicht enttäuschen, ne? Flüge stehen noch fest und alles drumherum und ja, da macht man sowas mal im Ausnahmefall, aber sollte nicht zur Regel werden. Ne? Was darauf folgte, war dann das Way of Darkness Festival. Endlich hat sich auch dann mal ein Festivalveranstalter den Versuch gestartet, Disaster einfach mal nach 16 Uhr auf die Bühne zu schicken. Und wir sind dann wirklich da als viertletzte Band auf die Bühne und haben eigentlich sehr regen Zuschauerzuspruch gehabt. Wie man auf der DVD, wie man auf der DVD sieht, genau, da wurde auch dann der Clip Infernal von unserem guten Kumpel Bomber mitgefilmt und geschnitten und ja, war halt auch ein cooler Abend, weil einfach alles gestimmt hat, Sound, Equipment, Leute vor der Bühne, Leute auf der Bühne, war einfach so, hat alles geschmiert. Funktioniert, war super, war ein geiler Abend. Wir hatten halt mal eine Zeit lang Zombie Ritual von Death gecovert, zu Ehren von Chuck. Und ja, haben wir halt gedacht, weil wir Chris Reifert von Autopsy ein paar Mal getroffen haben, der damals bei Death Schlagzeug gespielt hat, ein großes Idol von mir ist. Da haben wir gedacht, okay, fragen wir Chris mal, ob er mit uns Zombie Ritual einbrüllt. Ja, hat er noch gemacht und eine schöne Version rausgebracht und haben dann so eine schöne zersägte Platte rausgebracht, so ein Shape nennt man das, glaube ich. Schöne Sache auf jeden Fall, ein Sammlerstück, aber die läuft sogar auf dem Plattenspieler. Ja, 2011, obwohl wir uns immer ein bisschen so mit ein bisschen der Fuck die USA-Einstellung gedacht haben, wir würden nie in den Staaten spielen, haben wir dann für 2011 ein schönes Angebot bekommen, in Los Angeles zu spielen und in Chicago. So, und ja, es war halt schon ein absolutes Erlebnis, aber schön mal in L.A. zu sein, aber L.A. ist für mich halt so was wie Las Vegas, es ist halt eine Wüste, da wird Geld hingeschippt, ne, und deshalb ist halt da eine Stadt, also... Ich wiederum fand es sehr schön da, weil ich ja auch ein kleiner Glamrock-Fanatiker bin und einfach mal in der Stadt zu sein, wo
die meisten der Bands herkommen, war das schon geil. Und Whiskey A Go Go und dieser Walk of Fame und so war schon cool. Oder die Hollywood Hills und so ein Kram. Ja, also, und da mal zu sehen. Haben dann auch unter anderem in LA waren wir im Laden von den Sadistic Intent Jungs und haben noch eine kleine Autogrammstunde gegeben und wurden auch sehr herzlich empfangen und hatten uns echt viel Spaß gemacht da drin. Und Something I told you before, this is Disaster from Germany. And now, let's ride on Hell's Winds at the October Sky. We are the tyrants of the world. Nee, wir sind in LA, also Los Angeles, die Stadt der Engel. Und wir haben endlich mal einen richtig standesgemäßen Backstage-Raum bekommen. In LA war halt eine ziemlich noble Location, also irgendwelche Säle, ganz hohe Säle mit Stuck und so Verkleidung an Wänden, Teppichboden überall, alles ganz toll. Und das war halt an so ein Edelrestaurant angegliedert. Und da war halt dann auch ein Kellner, der dann halt auch mit seinem Outfit da ankam und der war ziemlich begeistert von mir. Can I hug you? Was ist das? What? Hug you? Can I hug you? Hug Ich dachte am Anfang, okay, hin und her, alles schön, netter Kerl, Bilder machen und so weiter. Und einmal meinte er wollte einen Kuss von mir haben. Ja, dann kam ich ein bisschen schwitzen und musste ihm halt dann doch erzählen, dass ich halt eindeutig heterosexuell bin. Ich hatte mal früher auch mal gedacht, ich wäre leicht bi, aber ist nicht so. Und deshalb musste ich das mal überschreiben. Wir sind jetzt hier gerade irgendwo in Amerika, ich glaube Chicago oder so heißt das. Ich muss jetzt gerade mal, I have to talk German. It's for my wife and my little daughter. Ja, wir sind hier irgendwo in Amerika, ja, und hier sind ein paar nette Leute. Die sind sogar von hier aus Kanada gekommen. Canada! Canadian guys! Yeah. Say hello to my wife and my little daughter! In Peru is a great daddy, great fucking dad. That's what he is. He's a fucking great dad. You're lucky to have him. einen Tag später haben wir dann in Chicago gespielt. Zusammen mit meinen Faves Superchrist und war auch ein total geiles Erlebnis. Waren viele Leute, die man auch kannte, Jungs von Impetigo, von Scythe, Usurper und ein paar Leute aus Kanada haben wir getroffen. Die waren cool drauf. Die waren richtig geil drauf. Here, I'm fucking sick of holding it to you. Thank you, man. Take it. Yeah, drink it. Enjoy. Komm schon! Dann war doch mal Zeit für Am Bang Your Head zu spielen, dem Festival von den Heavy oder was Jungs. Da muss man auf jeden Fall auch mal da sein. Wir haben halt natürlich schon mittags in dieser Halle gespielt, war brütend heiß, deshalb sind die ganzen Leute in die kalte Halle gegangen und wir hatten ordentlich Leute in der Halle, war also ein gutes Ding. Wir haben unsere Show durchgezogen wie immer und ich denke, wir sind ganz gut angekommen. Das war halt mal so eher so ein Teil, wo du halt spielst und wir waren weniger bekannt auf diesem Festival. Also ein größeres Ding einfach. Ja, war eine sehr nette Sache. Anfang 2012 haben wir dann auch The Art of Destruction veröffentlicht und viele Leute haben sich halt beschwert, ja, 5 Jahre keine Platte rausgebracht, aber in der Zwischenzeit hatten wir halt mit ein paar Problemchen zu kämpfen, haben auch die 20 Jahre Disasterbox rausgebracht,
haben die Shape rausgebracht mit Chris Reifert und da hat es einfach eine Zeit gedauert. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen Qualität veröffentlichen, nicht Quantität, deshalb hat es einfach gedauert und die Platte kam halt dann im Februar raus. Die haben wir dann bei Walli wieder aufgenommen, im Toxio Music Studio hier in Koblenz. Ja, und die Platte wurde sehr gut aufgenommen. Dieses Mal sind wir auch einen anderen Weg gegangen. Normalerweise war es immer so, wenn wir in dem Studio, wo wir aufgenommen haben, wurde die Platte auch abgemischt. Das haben wir diesmal anders gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir wollen einfach mal frische Ohren dran lassen. Das heißt, die Platte wurde aufgenommen in Koblenz, haben dann aber das gesamte Material zu einem Bekannten geschickt, Engel, der damals auch bei Impending Doom Gitarre gespielt hat, der auch mittlerweile sich einen Namen gemacht hat als Produzent, sage ich jetzt mal. Und der hat dann im Alleingang im Endeffekt die Platte abgemischt, hat uns ab und zu mal einen Raff-Mix, nennt man das, geschickt, wo wir reingehört haben und dann gesagt haben, okay, so und so, vielleicht müssen wir da noch was ändern, bla bla. Aber im Endeffekt war es einfach so, da ist einer, der weiß ganz genau, wie die Disaster klingen muss. Ja, und er hat dann einfach seine Vorstellung von dem, wie die Disaster klingen muss, uns gegeben und das war fast bis auf, sag ich mal, 3-4% eigentlich so, wo wir gesagt haben, geil, machen wir, ja. Wir haben einen Feinschliff noch gemacht. Genau. Ja, wir haben uns kennengelernt am Central Media Hochfest. Der Götz hatte mich immer mal angehört, Jungs von Disaster, die sind super, da muss das halt das Cover machen. Ich stell dir mal vor, und dann waren wir auf dem Hochfest bei Century. Genau. Wo SFX gespielt haben. Genau. Und am Bierstand. Stimmt. Am Bierstand haben wir uns kennengelernt und viel Rede haben wir nicht. Es war nicht relativ sehr klar, haben uns gut verstanden. Und das ist ja immer ganz wichtig, damit was Vernünftiges zustande kommt. Genau. Und dann sollte es was Oldschool-mäßiges sein, ein bisschen wie Morgoth, ein bisschen wie SFX, nur besser. Und ein bisschen mehr The Arts of Destruction. Und die Zerstörung der Welt. Genau. Und mehr Mittelalter. Ich muss ja, es war sehr explizit. Ich kann mich noch sehr daran erinnern. Ich habe lange an dem Ding gesessen. Aber ja, ist eigentlich ganz schick geworden. Dann, was zur Platte noch zu erwähnen wäre, ist, dass wir ein geiles Cover bekommen haben von Axel Herrmann, wo wirklich sehr viel Arbeit drin gesteckt hat, sehr viele Details, wo ich heute noch Details drin finde, die habe ich am Anfang gar nicht gesehen, ja, weil wenn man nochmal genau drauf guckt und so. Und das hat, also, man muss echt sagen, da hat er sich viel Mühe gemacht, danken wir noch für. Und ich finde, für mich persönlich ist Arts eigentlich das Album, wo vom Gesamten her einfach alles stimmt. Cover, Musik, Aggressivität, Artwork, Sound, Songs, hat alles genau ineinander gepasst. Und deswegen ist es eigentlich für mich das Album, was so vom Gesamtbild her das Beste ist bis jetzt. Nicht, weil es das Neueste ist, sondern einfach, weil im Endeffekt alles genau ineinander greift. Neben der Veröffentlichung von der Arts-Platte haben wir dann auch noch ein paar Konzerte gespielt. Unter anderem waren wir auch in Griechenland. Erste Mal, war eine super geile Erfahrung, hat echt viel Spaß gemacht. Sind gut aufgenommen worden, trotz der politischen Lage. Es waren einige Demos auch in Athen gewesen zu dem Zeitpunkt. Überall Polizei und vor allem dicke Polizisten, also die alles mit Knieschonern alles voll hatten. War schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber trotzdem waren alle sehr nett und freundlich zu uns. War auch ein feines Konzert da unten im Süden. Außer dass ich 2 Tage im Scheißhaus saß, was Stündchen hatte. Einen Monat später sind wir dann nach Klimbumien geflogen. Nach Kolumbien. Kolumbien ist immer toll. Disaster from Germany. Proud to be here in Colombia, playing some shows for you. Yes. And we hope to see you soon. Take care. Kolumbien war sehr cool. Der Veranstalter von unserer 2006er Südamerika-Tour, der Nelson, hat uns gesagt, da kommt ihr an Ostern vorbei. Wir machen 3-4 Konzerte und dann macht ihr noch ein bisschen Urlaub und dann dürft ihr wieder heimfliegen. Und, haben wir gesagt, ja. Ja, wir waren erst ein bisschen kritisch und gesagt, nee, machen wir dann. Und dann sind wir dann in Kolumbien angekommen und alles schön organisiert, wie in Südamerika üblich ist. Dauert die Zeit da etwas länger, also 5 Minuten sind da eher 20 Minuten, aber das ist dann auch eine Nebensache. Essen war super, teilweise sehr schicke Frauen. Hello, Bogota!
En el 2005, cuando la banda viene a Brasil, teníamos la firme decisión de que Disaster tenía que visitar Colombia. Es como organizamos el primer concierto para ellos en la ciudad de Cali, donde el nombre de la banda era más respetado y más valorado. Fue un concierto increíble. Lo que recuerdo es el sentimiento real y honesto de una banda que me dice que no necesitaba hacer prueba de sonido. En todos los años de carrera que llevamos haciendo conciertos, ninguna banda ha sido tan honesta y respetuosa en este término. Y una banda que tiene decidido que no hace su soundcheck es porque sabe cómo hacer música. Buenos días, Bogotá, una Romagna. Buenas noches. Buenas noches, okay. Bogotá, genau. Buenas noches. Noch ein besonderes Happening. Wir durften in unserer Stammkneipe Florenzmarkt mal spielen. Nichts Besonderes, aber der Abend war legendär, weil wir durften Vorgruppe der legendären Toxoplasma sein. Und das war eigentlich das erste Mal in unserer Geschichte der Band, dass wir mit einer Punkband zusammengespielt haben. Also wir haben schon einige Bands zusammengespielt. Ja. Ne? Also Genre ganz normal, kompatibel wie Black Metal, Death Metal, Doom, Heavy Metal, sonst was. Ne? Wir hatten aber selten mal die Gelegenheit, sage ich jetzt mal ganz dreist, auch mit anderen Genres zusammenzuarbeiten. Ne? Das war jetzt diesmal mit der Punk-Szene, das war irgendwie nicht schlecht. Die Fans haben es genossen. Man muss dazu sagen, Wally, der Sänger von Toxo, auch im Endeffekt die meisten Sachen für Disaster aufgenommen hat. Ja, also das ist ein Stammproduzent von früher. Ne? Und, also weil wir auch eigentlich alle, bis auf Guido, eigentlich alle große Punk-Fans sind auch. Und, Jetzt haben wir hier vor der Kamera den Bomber, der nicht nur die aktuelle DVD, die ihr gerade seht, gedreht und produziert, wie man das auch immer nennt, beschnitten hat, sondern er hat auch dann im Jahr 2012 unseren ersten Videoclip bearbeitet, und zwar den Clip zu Phantom Funeral. Den haben wir hier in Neuwied, am Friedhof haben wir den gedreht, und er hat da schon ganze Arbeit gemacht. Also uns hässliche Gestalten irgendwie zusammen. Vor allen Dingen ist es ja quasi die erste Band, die ich überreden musste, überhaupt einen Videoclip zu drehen. Ah, okay. Er hat auch geschlagen, getreten und gebissen. Ja. Dann haben wir irgendwann gesagt, so, einen Videoclip brauchen wir nicht. Nee. Ja, und irgendwann haben wir dann doch zugesagt und haben auch das poppigste Lied von unserer Platte geholt. Und haben halt dann einen Videoclip gedreht. Ne? Das Ding ist eigentlich ganz gut geworden. Also, wenn man sieht, wie wenig wir daran gearbeitet haben und nur ein bisschen über den Friedhof gestapft sind, war das schon eine ganz gute Sache. Das Schattenboxen im Proberaum war natürlich ganz lustig für diese Figuren dann einzublenden. Prost. Also. Ja, da waren 25 Jahre auf einmal vorbei. Ging ziemlich schnell. Und wie immer alle 5 Jahre tun wir feiern. Echt? Oder? Willst du schon wieder feiern? Ja, Mama. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir halt wieder mal ein Konzert organisieren werden. Sind uns noch nicht ganz einig, wo wir das machen. Ob wir das jetzt im Ruhrpott oder in Süddeutschland machen. Ich glaube, wir machen in Süddeutschland, oder? Ja. Weil
müssen wir irgendwie gucken, da wir uns dann irgendwie einen Bus organisieren, wo dann die Jungs dann hier aus der Ecke und vielleicht aus dem Ruhrpott dann mit runtergebracht werden halt. Ne? Und dann können die ein bisschen was trinken im Bus, so nicht so viel wie mir, aber ein klein bisschen geht schon, gell? Und das wird bestimmt eine gute Party. Du. Ich denke mal dann, wenn wir da in Bamberg dann die Geschichte machen, das wird bestimmt eine feine Sache. Ja. Meinst du echt? Ja. Prost. Hi, I'm Martin. I'm Alvin from the mighty Essex. And first of all, we'd like to congratulate Disaster with their 25th anniversary. And when you watch this, it means that you bought their special anniversary DVD. And we say we know them very well. We always partied with them. We played many times with them. So if you want to check them out, you just go there because you're going to have a really good time. And we hope there will be 25 more years of Disaster. Metalized blood. Yeah! Greetings from New Jersey. This is Joey DeMaio saying hello to Disaster and congratulating them on 25 years. No such luck. It's Alan from Primordial. Greeting you ugly bunch of fucking German bastards from Ireland. That's it. Keep going. Stay strong. Cheers, you bunch of something rude. Attending the 25th anniversary concert coming up. I'm going to try to travel from Canada, and if I get there or not, happy 25th anniversary, 1/4 century Disaster, bang or be bang. Hi guys, happy birthday from Chicago. Thank you for the great songs and great friendship over the years. Cheers. Ich muss sagen, dass sich über die 25 Jahre Disaster zu einer deutschen Death Black Metal Institution entwickelt haben. Ich muss sagen, weiter so Jungs, die nächsten 25. Und dass Disaster eine coole Band ist, brauche ich gar nicht zu sagen hier, weil jeder, der diese DVD sieht, hat sie ja deswegen gekauft. Hey, liebe Freunde von Disaster, 25 Jahre gibt es euch jetzt schon. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das gedacht. Alles Gute nach Koblenz und auf die nächsten 25 Jahre aus Essen. We've drunk a lot and banged our heads, and that show was a mighty show, powerful, and hail to mighty Disaster. Cheers. Ja, Nachtjacke, Vögel. Alles Knalltüten. Alles in allem Ordnung, die Jungs. This is Danza of Demona, and I want to give a big hug to the guys of Disaster for these 25 years of existence. They are an inspiration to me and influence in my life.
They're unique, one of a kind, definitely one of my favorite bands ever. And I want to thank them to create this metal that just they are able to do. So thanks for these 25 years of Disaster. I remember when we met in 2002 and we came to do a festival here in Portugal. That was also something I cherish, and it was even better to see that you guys are really good people. No rock stars, no bullshit, just metal in your heart, and when that happens, it's easy to enjoy the company of people. Danke für 25 Jahre geile Musik, coole Partys und Freundschaft. Auf die nächsten. Prost! Ich hoffe, die Jungs machen es noch ewig, weil es einfach eine geile Band ist und dufte Typen. Also, wir stehen Spaß und das ist ziemlich das Geile. Also, die lassen wir auf der Bühne immer die harten Jungs raushängen, aber in Wirklichkeit sind sie eigentlich lustige Trottel, genauso wie wir. Disaster. Ich wünsche euch alles Gute zu 25 Jahren auf Total Disaster. Ihr seid richtig gut, ihr macht das toll. Ich wünsche mir weitere 25 Jahre mit euch. Grüße gehen vor allem raus an meine Trommelwurst, den Trompetor. Und tja, was soll ich sagen? Ich glaube schon, die Jungs, die machen es halt gut, spielen ja auch im Ausland und alles und ich respektiere sie sehr, machen geile Musik und ich hoffe mal, wir noch viele Gigs zusammen machen, macht immer Spaß und sonst, wir sind aneinander auf Metal-Partys und so irgendwie und ist immer nett, immer total geil. Also Jungs, viel Spaß, wir sehen einander. Tschüss! Gott, welcher Arsch holt mir dauernd mein Bier weg? Der könnte nicht wahr sein hier. Ich muss pinkeln, geht eh. Was? Das ist doch neue Bier. Ja, ich hab noch zwei, ist mein altes noch. Die das leer. Und was mal Neues? Was hat der schon?